Hallo zusammen zu einem neuen Video von Cosmos2Go. Ich habe meinen Kanal stillschweigend umbenannt. Heute geht es um, was ist ein Lichtjahr, wie groß ist ein Lichtjahr. Das ist mein zweites Video dazu. Ich will es diesmal noch viel anschaulicher erklären. Helfen Fußballfelder, um das nochmal besser zu veranschaulichen? Ihr seht gleich mehr. Ein Lichtjahr bedeutet 9,5 Billionen Kilometer legt das Licht in einem Jahr zurück. Kann man das mit Fußballfeldern anschaulich erklären? Ein Fußballfeld hat eine Länge von ca. 90 bis 120 Metern. Wie oft passt ein Fußballfeld in 9,5 Billionen Kilometer rein? Und sorry, ich muss euch hier leider enttäuschen, ein Fußballfeld ist einfach zu klein, um kosmische Maßstäbe anschaulich zu vergleichen. Kommen wir zu einem viel besseren Beispiel, und zwar die Entfernung vom Mond zur Erde mit fast 400.000 Kilometern. Ich habe die Entfernung aufgerundet. Das heißt, bei einem Lichtjahr bei 9,5 Billionen Kilometern würde die Erde-Mond-Entfernung 23,7 Millionen Mal reinpassen. Jetzt sagt einer vielleicht von euch, hey, wie schaut's denn mit dem Jupiter aus? Der hat einen Durchmesser von 140.000 Kilometer, das ist doch auch sehr groß, etwas kleiner als die Erde-Mond-Entfernung. Aber was passiert, wenn wir den verwenden würden? Der würde in einem Lichtjahr bei 9,5 Billionen Kilometern ca. 67,5 Millionen reinpassen. Naja, so richtig anschaulich ist das ja nicht, deswegen kommen wir zu einem größeren Maßstab, und zwar die Entfernung zwischen Sonne und dem Pluto, die liegt bei 50 AE. Wir nehmen einfach mal die größte Entfernung, das sind ungefähr 7,5 Milliarden Kilometer. Nehmen wir jetzt mal die Entfernung Erde-Mond. Wie oft würde sie in die 7,5 Milliarden Kilometer Entfernung zwischen Sonne und Pluto reinpassen? Circa 18.750 Mal würde sie reinpassen. Wie oft passt also die Sonne-Pluto-Entfernung in einem Lichtjahr rein? Und circa 1266 Mal. Das klingt jetzt nicht mehr so viel, ist aber doch immer noch relativ viel meiner Meinung nach. Probieren wir einfach nochmal einen anderen Ansatz. Jeder kennt das Alpha-Centauri-System mit 4,2 Lichtjahren. Die Sonne-Pluto-Entfernung würde 5044 Mal in die 4,2 Lichtjahre bis nach Alpha Centauri reinpassen. Die Erde-Mond-Entfernung, da liegen wir bei 4 mal 18.750 Mal. Ja, immer noch relativ schwierig. Wir fangen jetzt einfach nochmal ein bisschen von vorn an. Vielleicht wird es ja doch nochmal ein bisschen verständlicher gleich. Also wir haben eine ungefähre Entfernung zwischen Erde und Sonne 152 Millionen Kilometer. Das variiert natürlich immer wieder, aber ich nehme jetzt einfach mal diese Zahl her. In diesen 152 Millionen Kilometer passt 380 Mal die Entfernung zwischen Erde und Mond. Der Jupiter würde sogar 1400 Mal reinpassen. In einem Lichtjahr, das heißt bei 9,5 Billionen Kilometer, würde die Entfernung zwischen Erde und Sonne 62.000 Mal ungefähr reinpassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich müsste dieses Video einfach öfter anschauen, mir das einfach nochmal verinnerlichen von diesen Entfernungszahlen und mir das einfach nochmal ganz genau durch den Kopf gehen lassen, weil 62.000 Mal die Entfernung Erde-Sonne finde ich immer noch nicht ganz so einfach zum Vorstellen. Und die Entfernung zwischen Erde und Sonne passt 49 Mal in die Entfernung zwischen Sonne und Pluto, in Klammern bei ca. 50 AE. Bei 9,5 Billionen Kilometer, also bei einem Lichtjahr, passt die Sonne-Pluto-Entfernung 1261 Mal rein. Das ist schon wieder gar nicht mehr so viel und vielleicht ist das sogar noch mal ein bisschen besser zum Vorstellen. Für alle, die jetzt noch tapfer dabei geblieben sind, hier nochmal den Lichtjahr-Zeitstrahl. Hier haben wir ca. 9,5 Billionen Kilometer, so viel wie ein Lichtjahr in einem Jahr eben zurücklegt. Das sind circa, ich habe es aufgerundet auf 10 Billionen Kilometer. Wenn man das einmal aufteilt, ist eine Billion circa 1000 Milliarden und ein Teilstrich hier nochmal von den 1000 Milliarden
habe ich hier unterteilt in 100 Milliarden. Jetzt haben wir eben die Sonne-Pluto-Entfernung mit 7,5 Milliarden Kilometer Entfernung. Und in 7,5 Milliarden Kilometer würde 18.750 Mal die Erde-Mond-Entfernung eben reinpassen. Das jetzt nur noch mal nebenbei. Kommen wir wieder zurück zur Sonne-Pluto-Entfernung. Hier würde die Sonne-Pluto-Entfernung bei den 100 Milliarden circa 13 Mal reinpassen. Bei den 1000 Milliarden würde die Sonne-Pluto-Entfernung 133 Mal reinpassen. Und hier seht ihr eben die Aufteilung: 1 Billion, 2 Billionen, 3 Billionen. Jeweils hier 133 Mal würde die Sonne-Pluto-Entfernung reinpassen. Insgesamt dann eben 1260 Mal circa. Unser Sonnensystem ist natürlich viel größer als die Sonne-Pluto-Entfernung. Es geht bis zur Oortschen Wolke und vielleicht noch viel weiter hinaus. Allerdings soll das einfach nur zur Darstellung dienen. Wir müssten ungefähr, wenn wir das jetzt einfach als Entfernung für unser Sonnensystem nehmen, 1260 Mal unser Sonnensystem durchqueren, bis wir ein Lichtjahr zurückgelegt hätten. Wie gesagt, wenn wir nur Sonne-Pluto-Entfernung nehmen, würden wir bis zur Oortschen Wolke nehmen. Das wäre dann natürlich nochmal was anderes. Sonne-Pluto in dem Fall einfach nur zur besseren Vorstellung. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen klarer geworden. Bei 2000 Lichtjahren ist es dann wieder mal eine andere Nummer, sich das vorzustellen. Aber wir haben uns ja in diesem Video nur auf ein Lichtjahr konzentriert. Ich danke euch fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, euch ein bisschen geholfen zu haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.